PURPLE, der Podcast, um die Wartezeit aufs 24-Stunden-Rennen zu verkürzen. Mit vielen interessanten Gästen, Gesprächspartnern rund um das geilste Rennen der Welt. Ja, nächste Ausgabe PURPLE, der Podcast, um die Wartezeit aufs 24-Stunden-Rennen zu verkürzen. Ich bin hier bei Scherer Sport PHX, Gesamtsieger am Qualifying-Wochenende. Diese drei Herren hier, Ben Green, Alex Sims und Christopher Haase. Und ich fange mal mit dem Christopher an. Wir sehen hier eines der Scherer Siegerautos mit der 1. Da warst du auch schon auf dem Auto zusammen mit Luca Ludwig und Markus Winkelock. Ja, wir kennen uns schon ein paar Tage länger, aber das, was in den letzten Monaten passiert ist, du und deine beiden epischen Duelle mit einem gewissen Max Verstappen, nach so vielen Jahren im Rennsport, Christopher, ist es für dich auch ein bisschen überraschend gekommen, was das für eine Welle der Aufmerksamkeit erzeugt hat? Weltweit, glaube ich. Ja, absolut. Ich habe es zu meinen Jungs damals gesagt, ich mache 20 Jahre Motorsport und sowas Vergleichbares ist mir in meiner Karriere bisher noch nicht passiert. Ich meine, es ist natürlich sehr positiv für uns alle. Wo ich damals in LS2 am Start war, erste Startreihe mit Max Verstappen, da habe ich mir noch gar nicht drüber ausgemalt, dass das quasi, ich sag mal, so einen Impact auf den gesamten Motorsport eigentlich hat. Ja, wir sind unser Rennen gefahren, das Beste natürlich willst du für dich als Fahrer rausholen und auch für dein Team, was du startest, für deine Teamkollegen. Und so fahren wir nach wie vor. Ich meine, das ist auch das Ziel eines Motorsports, dass dann wirklich dieses Spotlight da auf uns zwei in NLS2 und dann kurioserweise eben auch wieder in dem Qualifier stattgefunden hat, ist sicherlich für meine Person, am Ende kann ich sagen, ist das natürlich ein absoluter Mehrgewinn. Aber auch generell für die Motorsport-Szene, die wir hier oben betreiben, auch für uns alle, der einfach hier ist, eine ganz tolle Geschichte. Und da müssen wir einfach Danke auch sagen an Max Verstappen, dass er sich außerhalb der Formel 1 bewegt und sich auch diesen Herausforderungen stellt. Und vor allem muss man auch sagen, ja, wenn du in der Formel 1 bist, viermaliger Weltmeister, der Nonplusultra-Fahrer weltweit, und das braucht ein wahnsinniges Commitment, dass du sagst, ich steige jetzt hier ein, ich mache da mit, weil die ganze Welt schaut auf dich, egal was passiert. Und davor, diese Stärke, da muss ich sagen, das glaube ich wüsste nicht, wer das noch hätte. Ich glaube auch, Christopher, dass das für einen Menschen wie Max Verstappen in seinem professionellen Umfeld gar nicht so einfach ist, das durchzusetzen bei Sponsoren, beim Team, vielleicht auch zu Hause bei seiner Frau. Alex, Ben, I don't know how's your German knowledge, if you understand what we're talking about. Alex, please, we know each other from Formula E, for example. With your experience, I spoke with Christopher about the impact of Max and his presence here at the Nordschleife after his epic duels against him in LLS and qualifying weekend. You have also lots of experience. How is it for you? You are worldwide working as a professional driver. What is the reaction in your community about that Max is one of your rivals on this weekend? Well, just very positive, honestly. It's great to have him here racing with us. And to be honest, as big a name as he is, he's also just on one car and one of our competitors. And so, to be honest, yeah, in my mind anyway, we treat him the same as any other driver or car that we come across. But clearly it's likely that he's going to be in a car at the front of the race. So yeah, one we need to keep our eye on. The goal for every car is, Ben, to win the race. You are the youngest here on the Scherer R8. Der ein oder andere Zuschauer wird den Ben aus der DTM kennen. How is it for you being in this race? Because from my point of view, it could be a historic weekend with 161 cars, with 49 cars who are able to win the race. And it's the first time in history of the Grüne Hölle that it's sold out. How is it for you?
Yeah, I mean, it's fantastic to be here, obviously. We had a great race at the qualifiers event. It was great to get some experience in the Audi as well, and to top it off with the win was pretty cool. So, yeah, it's a fantastic event to be at, and I think it's, for every driver, it's one of the highlights of the season. Even more so, like you say, now Max is here, like we have a full entry list and a full grandstand. The whole track is going to be full of people. So, yeah, it's very exciting to be here, and looking forward to the race. As the youngest, is it still special being on the Nordschleife? Absolutely, absolutely. I mean, this will only be my fourth 24-hour, and yeah, to be already going for an overall win with some top teammates and a top team, it's pretty special. Yeah, they know it. I tell them enough. Alex, how would you describe the Nordschleife and the attraction, for example, for Max, but I think for every driver, 25.3 kilometers, all these corners. How would you describe that? I mean, the track sells itself. You know, you just have to do one lap around here, and it's the most magical circuit that you can drive on. I think as an amateur or a professional race driver, it's just incredibly special. You don't get this experience at any other circuit in the world, where the track is so long, with such demanding corners, different speeds of corners, and it has an amazing flow to it. It's not like some modern circuits which are don't have so much character. It has bumps, it has undulation, cambers. It's incredible. So yeah, it's an amazing experience to be here. Christopher, du und der Audi R8, das ist ja eine lange Geschichte mittlerweile. Jetzt bist du in diesem Jahr auch schon auf anderen Fabrikaten unterwegs gewesen. BMW bist du schon gefahren, in Dubai, ich erinnere mich, habe ich geguckt. Und diese Kombination mit dem Scherer Sport PHX Team ist ja entstanden aus der Phoenix-Mannschaft. Ron und Ernst Moser, das ist halt auch so ein bisschen Eifeler Motorsportgeschichte mit den vielen Gesamtsiegen. Da ist die Phoenix-Mannschaft ja auch ganz oben in der Statistik gewesen. Das ist ja eher einer der Oldtimer im Feld. Aber die Erfahrung, die ihr und du, die du an deinen beiden Teamkollegen natürlich weitergeben kannst mit dem Auto habt, ist es vielleicht so ein Vorteil für euch, dass ihr wisst, was er macht? Absolut. Also ich sage jetzt mal, Scherer Sport PHX ist auf jeden Fall einer der Platzhirsche hier oben am Nürburgring, und ich aus der Vergangenheit kenne natürlich die Jungs, was damals eben Phoenix Racing war, von meiner Wiege an. Die haben mich begleitet in meiner Anfangskarriere, also wie ich Motorsport eigentlich begonnen habe, und ich glaube, das macht es für mich gerade sehr speziell, dass ich wirklich jetzt seit einigen Jahren, ja, schon ziemlich lange im professionellen Motorsport angekommen bin und mit ihnen eben auf höchstem Niveau da arbeiten darf. Das Auto an sich, Oldtimer ist vielleicht ein bisschen hart, sagen wir, es ist ein Youngtimer. Der Audi R8 LMS GT3 ist für mich ein Auto, das ist ein Auto, was immer siegfähig ist. Ja. Selbst wenn vielleicht das ein oder andere Parameter nicht stimmt, es ist ein Auto, was immer irgendwo da sein wird. Natürlich braucht es seine besten Bedingungen, damit du vorne fahren kannst. Aber es wird auch ein Auto sein, dass wenn die Bedingungen nicht 100% sein werden, dann bist du vielleicht ein bisschen Underdog, aber du bist da. Und gerade das macht es, glaube ich, sehr speziell. Das können wenige Autos. Das Thema: okay, das Auto ist ausgereift, auf jeden Fall. Wir wissen grundsätzlich, unsere Setup-Tool-Kiste, die ist ziemlich groß mittlerweile. Die Challenge ist es in der Hinsicht eigentlich zu sagen, okay, ich brauche jetzt für die Bedingungen das und das Setup-Tool, um es für uns Fahrer, sage ich mal, komfortabel zu machen. Ja, ein Rennauto muss schnell sein, aber es muss vor allem auf der Nordschleife komfortabel sein. Wenn du dich nicht wohlfühlst, brauchst nicht rausfahren. Ich denke, das sollten wir gut im Griff haben. Wie sich das Rennen entwickelt, ganz ehrlich, ich meine, jetzt habe ich gerade aus dem Fenster geschaut, es hat schön gerade wieder das Nieseln angefangen, ja. Es ist kalt, das sind jetzt nicht die besten Bedingungen, wenn man ehrlich sind, für ein Mid-Engine-Car, aber ja, unsere Ingenieure haben noch nicht genug graue Haare, und da packen wir jetzt noch ein paar drauf, dann wird das schon. Alex, we just spoke about the quality of the R8, and okay, we look out of the window, see the light rain shower. What kind of conditions you would prefer to bring home the win, maybe for Scherer Sport PHX? What do you like most on the Nordschleife? Dry or wet?
Honestly, I like both. It's enjoyable to drive the car in both conditions, and the track for me. The biggest challenge is, the weather is a massive challenge, but there's another layer of challenges here at this race which you don't get at other racetracks, with the amount of traffic, the difference in speed of the cars, the code 120s and code 60s, the intervention vehicles that are on track whilst you're racing. I find those throw up more possibilities for mistakes and things to go wrong, alongside the weather, which is often part of the challenge at this race. But we have rain at other circuits, at other races. That's a normal thing that we're expecting. But having not been here for 2 or 3 years, when I came back to the quali race, it was the unique things to the Nordschleife that I found the most overwhelming to have to get back into the rhythm of. Yeah, it must be very satisfying, Ben, also for you to make a perfect lap on the Grüne Hölle, on the Nordschleife. Reporters like me are often asked in these days from the fans, who I put my money on. If I look to the starting list, it's really difficult to pick out somebody. You are, with your car and your experience, of course, one of the favorites. What was your first reaction when you saw the starting list? Yeah, I think every brand has a very strong lineup. Some even have 2 or 3. So, but I think this is natural for such a big event. Especially with the attraction it's drawn this year, with the full entry list and obviously the drivers that are here. So, yeah, I think every year you always have these top teams. But I think we'll take it to them the best we can and see what we can do in these changeable conditions. Yeah. Okay. So we produce the podcasts in a short version for the fans. So maybe if it's more rain, they have time to listen to you guys. Thanks, Ben Green. Thanks, Alex Thims. Thanks, Christopher Haase. We have some presents for you, little podcast stickers. So, in the name of Scherer Sport PHX, good luck for the race. Thanks for having us here. And good luck for huge success, maybe. Hopefully lots of purple sectors. Exactly.